Ja, Paul, was sagst du denn Samstag zum Spiel? Da sage ich nur eins, der Sieg war wichtig. Wenn du das Hinspiel schon gewinnst, ist immer klasse für den weiteren Verlauf. Ach, guck mal, da kommt ja unser Goalgetter. Ach, Morgen, Torjäger, Steffen, meine setz dich zu uns. Güte. Ja. Komm hier, setz dich mal hin hier. Hör mal, das Ding hast du aber schön auf den Schlappen gekriegt. Ja, super, besser könnte es nicht laufen. Ne? Erste Halbzeit lief vielleicht nicht so ganz gut für uns, aber dann mit uns 1-0 direkt nach der Halbzeit haben wir uns doch deutlich besser getan und dann das Ding super über die Zeit gebracht. Ja, und die Kirsche hast du voll genommen, das war super. Ja, das war nicht schlecht, ich habe uns im Nachhinein noch ein paar Mal angeguckt. Das würde ich lügen, wenn es nicht so wäre. Ja, und ich habe es ja in der Woche vorher, haben wir darüber gesprochen, gegen Köln, Viktoria Köln, das Freundschaftsspiel, dass du 1, 2 gute Chancen hast liegen lassen und entscheidend war Aachen und da waren wir uns einig und Ja, da du hast es ja noch mal gesagt, ne? Da gegen Köln können wir uns nichts von kaufen. Ne? Gegen genau. Aachen ist wichtig. Richtig. Und ich glaube, da haben wir es richtig gut gemacht am Ende. Ja, und der Niklas hat ja nach dem Spiel auch schon was zu dem Tor gesagt. Also wenn wir hinten dann zu 0 spielen, dann reicht halt ein Tor. Und das hat er halt mit der einzigen riesigen Chance halt, hat das halt gemacht. Dafür haben wir ihn und ja, hat er klasse gemacht. Also muss man echt sagen. Also das Tor, wie er es macht, war echt stark. Und, aber genau mit so Toren gewinnst du dann solche Spiele und das war echt wichtig, dass er ihn heute so reingemacht hat. Also ich muss ja sagen, der Sieg geht auch voll auf unsere Hintermannschaft, die gestanden hat wie eine Eins. Die haben nichts anbrennen lassen. Ja, ich glaube, war schon geil, wie die sich hinten reingeworfen haben. Also ich glaube, da hat jeder für den anderen gekämpft und Richtig. das war auch super, oder nicht? Das hat dir doch von außen gut gefallen, denke ich. Super, super. auch wenn es am Ende noch mal eng geworden ist, die haben ja dann noch mal mächtig Druck gemacht und dann haben wir natürlich auch noch einen Schnapper im Tor, wollte sagen, der dafür ist er holt doch den da, da oder aus nicht? dem Winkel raus. Und Ja. dann war mir eigentlich klar, jetzt passiert nichts mehr, jetzt werden wir das Ding nach Hause fahren. Ja, gab ja letztes Jahr genug Spiele, wo wir es nicht geschafft haben. Genau, Ne? Von daher genau. perfekter Start. Ja, sehr gut. Also ich habe zwar noch ein bisschen gezittert, meine Hände waren ein bisschen feucht, aber wir haben sie über die Bühne gebracht. Das ist die Hauptsache und 3 Punkte sind im Sack. Das ist es. Besser kann man es nicht sagen. Nein, auf jeden Fall. Wir haben ja nach dem Spiel da alle zusammengestanden und der Trainer hat ja noch ein paar tolle Worte gefunden und ich denke, er wird mit Sicherheit nach dem Spiel dann auch noch was dazu gesagt haben. Ne? In Aachen ist es immer schwierig oder gegen Aachen, weil es eine Mannschaft ist, die einfach physisch mit das anspruchsvollste in der Liga ist. Sie haben heute alle großen Spieler auf dem Feld gehabt. Sie sind eine Mannschaft, die im Kern sehr, sehr lange zusammen ist. Und hier natürlich am Tivoli, auch wenn es nur ein paar Zuschauer waren, immer wieder, wenn sie dann auch eine gute Phase hatten, dann kamen die Zuschauer. Und von daher ja, bin ich froh, dass das Spiel vorbei ist, dass wir das Spiel gewonnen haben. Meine persönliche Bilanz, ich glaube, Aachen ist die einzige Mannschaft in der Regionalliga West, wo sie nicht positiv ist. Ja, von daher bin ich jetzt froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und wir sind glücklich, jetzt mit 3 Punkten nach Hause zu fahren. Nach seinen Worten hat er ja eine negative Bilanz in Aachen. Und wir letztes Jahr ja auch. Wir haben letztes Jahr auch nicht gegen Aachen gewonnen. Ja, Zu Hause aber verloren. Im Großen und Ganzen, Paul und ich, wir fahren ja schon lange nach Aachen Ja, und ja, da ein war paar die, Jahre also, länger. die Ergebnisse waren also schon besser. Ja. Wir haben immer ganz gut abgeschnitten. Ja. Aber letztes Jahr ja nicht. Da haben wir ja leider nur 1 Punkt aus 2 Spielen Ja, geholt. Das ja. konnten wir jetzt ja schon verbessern. Haben wir ja jetzt schon verbessert. Ja, super. Richtig. Steffen, hoffentlich geht es so weiter. Ja. Ich denke mal, in der Hinrunde 10 Tore ist eine Marke. Ja, aber das habe ich mir letztes Jahr auch gesetzt. Und da Ja, hat's die noch nicht so setze gut ich ja jetzt. Ja, Und der aber Paul. du hast es ja auch diese Woche gesagt. Wir setzen dich jetzt mal ein bisschen unter Druck, der Paul und ich. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Ja, wenn wir als Mannschaft so spielen wie gegen Aachen, dann ist das auf jeden Fall drin. Ja.